Hallo und herzlich willkommen zum Video der deutschen Top 10 Ost-Player aus dem vergangenen Jahr. Dass die Plätze hart umkämpft waren, hat man an Niklio gesehen, der hier einen Honorable Mention erhält, weil er mit 7 Punkten Abstand Platz 10 knapp verpasst hat. 46 gültige Stimmen sind eingegangen, vielen Dank dafür, und diese Votes haben die 10 besten Spieler aus Deutschland im Jahre 2017 gewählt. Rang 1500 weltweit, Rang 84 in Deutschland, und trotzdem zeigt er im vergangenen Jahr eine erstaunliche Performance, welche ihn einen Platz in diesem Video sicherte. Shirato spielt schon seit fast 6 Jahren Osu und ist bekannt für seine überragende Accuracy und sein Reading of Technical Maps. Zu diesem Zeitpunkt ist sein höchster PP-Play ein Hidden Hardrock FC of Glory Days. In seinen Top-Plays findet man viel No-Mod wie sein 3 Jahre alter United FC und einige Hardrock-Scores, wozu man sagen muss, dass seine Stärken nicht im PP-Farm liegen. Er kann sich vor allem auf Technical Maps und in Tournaments beweisen, wie zum Beispiel im letzten Second Circle, wo er den 3. Platz belegt hat. Und auch sein Platz im letzten OWC-Team beweisen, was alles in Shirato steckt. Im angesprochenen OWC hat er auch gezeigt, selbst beim größten Turnier kann man ihn sehr gut als Joker einsetzen, und das auch noch bei sämtlichen Mods. Bei Tricky Maps wie Get Happy mit Hidden, der Alternating Map Curin Hey Kids oder anderen Hardrock Picks kann er problemlos mit den Veteranen mithalten. Auch wenn sein aktueller rasanter Aufstieg nicht mehr zu 2017 gehört, es scheint wohl nicht mehr lange zu dauern, bis er die 3-Digit-Grenze durchbricht. Er beweist, dass man sich auch als 4-Digit in die Top 10 reinspielen kann, und wir hoffen darauf, dass Our Boy sich auch 2018 in der Turnierszene beweist. Sakurauchi Riko, früher namentlich noch als Philox bekannt, spielt ab diesem Zeitpunkt bereits etwa um die 3 Jahre Osu. Vergangenes Jahr sah man ihn im deutschen OWC-Team, wo er seine Stärken offen präsentieren konnte. Zumal nahm er davor beim Second Circle Tournament teil, was die Qualifikation zum OWC 2017 war, und sicherte sich dort einen Platz im Team. Riko weist ein vielfältiges Skillset auf, was ihm erlaubt, in Tournaments und außerhalb sehr erfolgreich zu sein. Momentan setzt er primär auf den Mod Hardrock bzw. Hidden Hardrock, was die Spielleistung in Tournaments und in seinen Top-Plays widerspiegelt. Einerseits erkennt man seine enorme Consistency auf Marathon-Maps mit Hardrock und andererseits sein präzises Aiming auf schwierigen Jump-Maps. Viel gibt es da für mich nicht mehr zu sagen. Jumps mit Quaver auf Hidden Hardrock, Consistency mit Perfect Freeze Hardrock und Streamability of Menako Addiction ebenfalls auf Hardrock. Im Grunde hat er alles drauf. Das einzige Problem? Die genannten Scores sind leider alle Chokes. Kann er diese verbessern, dürfte er im kommenden Jahr noch weiter oben als Platz 9 landen. Duftende Pizza, einst auch Svennemann K. genannt, ist einer der konsistentesten krassen Ficker in Deutschland. War er 2014 noch ein unbedeutender Schandfleck in der deutschen Community, während andere Leute schon krasse Scores gemacht haben, so machte er sich seit 2016 Score für Score, Tag für Tag ein Stückchen bekannter und hatte dann 2017 endlich seinen Durchbruch, als er die OWC-Quali im Alleingang ohne viel Widerstand gewann und bewiesen hat, dass er abgesehen von den üblichen Verdächtigen wie Fristus, Staubeis und Imagak zu den Besten seiner Art gehört. Zu erwähnen, dass sein Rang ihn nicht ausreichend ehrt, bzw. nicht der alleinige Grund ist, dass man ihn als Spieler schätzt, erscheint mir beinahe obsolet. Allerdings, da das hier Osu Germany ist und man immer den ein oder anderen Hohlkopf haben wird, der sich über seine Platzierung in den Top 10 wundern wird, sage ich es noch einmal laut und deutlich. Duftende Pizza ist nicht für seinen Rang, sondern größtenteils für seine extrem konsistente Turnierperformance sowie Vielseitigkeit und allgemeine Consistency bekannt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass er sich den 8. Platz schon fast verdient hätte, wenn er im BLB nicht so sehr verkackt hätte. Wenn diese Liste nach Consistency gehen würde, wäre dieser Mann für mich ganz weit oben. Duftende Pizza hat schon in unzähligen Turnieren bewiesen, was er auf dem Kasten hat, und so gewann er unter anderem die letztjährigen OWC Qualifiers. Aber nicht nur in Turnieren findet man ihn. Nein, auch auf vielen Map Leaderboards taucht er oft mit seinen No-Mod FCs auf. Ein Blick auf sein Profil verrät uns auch, warum das so ist. Mit über 1400 S-Rängen sind das fast doppelt so viele, wie er A-Ränge zu verzeichnen hat. Und so eine Quote
hat nicht einmal GN. Epiphany, der Accuracy God himself, Platz 7 im Ranking und einer der stärksten Hidden Hardrock Spieler Deutschlands, hat 2017 gezeigt, dass er wahrhaftig einer der besten, wenn nicht sogar der beste Accuracy Spieler Deutschlands ist. Seine Stärke liegt eindeutig im Streaming, beziehungsweise seine Accuracy auf einer hohen Overall Difficulty zu halten. Scores wie Save Me, Cycle Hit, Night of Nights oder auch Mirage Coordinator zeigen, wie konsistent er auf den meisten Maps performen kann. Wenn er es schafft, sein Aiming zu verbessern und ein wenig konsistenter in diesem Aspekt wird, dann glaube ich, dass er es locker in die Top 5 von Deutschland schaffen kann. Epiphany, der Hidden Hardrock Spieler aus Deutschland, zeigte auch in diesem Jahr wieder seine Stärke mit der üblichen Mod-Kombination. Durch seine unglaubliche Consistency snackte er sich selbst auf Marathon-Maps Doppel-S-Scores, von denen andere nur träumen können. Und selbst wenn die Zielsicherheit manchmal nachließ, kratzte die Accuracy stets an der 100. Jedoch stand nach ein paar Retries dann auch bei diesen Maps ein Doppel-S. Mit diesem Schema ging's durchs Jahr und Epiphany stellte mehrere hundert First-Place-Ranks auf, die bis heute unangefochten sind. Rising. Rising ist ein deutscher Topspieler. Der 50%ige Chinese ist bekannt durch seine DT und Streamplays, die er mit wahnsinniger Genauigkeit abschließt. Von AR9 bis 10.6, er spielte es runter, als wäre es nichts. Derzeit versucht er, jeden Skill im Spiel zu meistern, bis auf Easy, aber wer spielt denn sowas? Früher hat er sehr viel Hardrock gespielt, bis zu dem Punkt, wo er bemerkt hat, dass er mit DT viel mehr PP machen kann. Heute ist auf vielen gerankten DT-Maps 60er Converted Unstable Read bei ihm keine Seltenheit. Auch mit Hardrock kann er problemlos Death Streams FC'en. Egal ob 160 oder 250 BPM. Seine Accuracy bleibt stets im rosigen Bereich. Auf Maps wie zum Beispiel Everything Will Freeze ist Stamina das kleinste Problem. Yomi Yori, Freedom Dive und viele weitere Stream-Heavy Maps spielt er ohne Stress durch. Aber HD wird er trotzdem nie können. Rising schreckt aber auch vor Alternating oder ungewöhnlichen Maps nicht zurück, was sein FC auf Imaginary Places beweist. Vermutlich hätte er das bei seinem Speed fast Single tappen können. Es scheint bei ihm nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis er die 600 PP Marke knackt. Aber auch abseits der Rankings durfte er zeigen, dass seine Top 100 Platzierung nicht durch die Tief inflationiert ist. Im OWC Qualifier muss er sich knapp Shirato geschlagen geben und landet auf Platz 4, was ihm im Endeffekt das Ticket zum OWC-Team löst. Dort wird er immer wieder als Joker bei Hardrock-Picks eingewechselt. Definitiv ein Spieler mit großem Potenzial, der sich diesen Platz auf der Liste mehr als verdient hat. Man könnte vieles über Beerful sagen. Ich beschreibe mal ein paar von seinen positiven Aspekten. Seine Konsistenz ist überragend. Er ist immer bei den OWC-Spielern dabei, ein sicherer Pick sogar. 2017 war das Jahr, dass wir zusammen bei dem Second Circle LAN-Turnier mitgemacht haben. Dort war seine Leistung spitze und hat uns zum Sieg gebracht. Sobald man mit ihm spielt, merkt man, er liebt alles mit Hidden Only zu spielen. Hidden, wie aber auch Hidden Hardrock sind seine zwei große Stärken. Ich glaube, jeder von uns hat ihn schon mal bei unserer Lieblingsmap auf Platz 1 gesehen. Ich hoffe, als Person und als Spieler, mehr von Beerful in der Zukunft zu sehen, denn sein Potenzial führt Deutschland zum nächsten Sieg. To add on the aspects that HoloWatch already brought up, Beeffowl is definitely one of the best accuracy players in Germany, which is proven by his overall accuracy value of 99.38%. This is especially impressive as a lot of his top plays are stream-spaced, which are empirically hard to hack. He might not have been as active in 2017, but Beeffowl still managed to land FCs with Paranoid Lost and Counterclock World on Hidden Hardrock mod. This is why the 5th place is still well deserved, and hopefully
motivates him to improve his choked scores and to set more astonishing hidden hard rock plays. Firstis has been an active top player within the German community for a few years, first making his appearance in the 2014 German Top 20 video. This year, he's placed higher than ever at a well-deserved number 4 spot. As you may hear by other various top German players, Firstis has expanded his skill set to cover nearly all aspects of play and any mod combination. However, none of those skills compare to his outstanding consistency, setting him a step above everyone else in the country. This consistency directly correlates to his performance in tournaments, of which Firstis claimed 3 first-place finishes as shown by his profile badges. All in all, Firstis has become a force to be reckoned with, as it starts to seem like he may have no weaknesses after all. Da Toll bereits Firstis nahezu perfekt analysiert hat, ist es nun meine Aufgabe, diese Analyse zu belegen. Schon anhand seiner Top-Plays kann man erkennen, dass Firstis extrem vielseitig ist. Mit Monaco Addiction auf HD-HR kann man deutlich erkennen, dass er sehr gut im Stream ist, aber auch sein Aim, besonders bei Jumping Maps, ist hervorragend. Dies zeigt sein HD-FC auf Dreamcatcher deutlich. Was mich aber persönlich an ihm beeindruckt, ist, dass er so gut wie mit jeder Area seinen gewohnten Skill zeigen kann. Davon konnte ich mich selber beim ersten Style & Beat LAN Event überzeugen. Kurz und knapp, Firstis ist ein überragender Spieler, der hoffentlich auch noch in Zukunft uns mit seinen Leistungen begeistert. Seit seiner Tomei Elegy FC Anfang 2016 dürfte vielen klar geworden sein, dass Nelliel nicht nur Hardrock gut beherrscht, sondern generell unglaublich starkes Aiming und solides Reading besitzt. Mit FCs auf Road of Resistance, Snowdrive, Blue Zenith und Yomiuri hat er außerdem bewiesen, dass er auch auf Streammaps abliefert, die nicht einmal Dustis FCen kann. Sein prominentestes Play dieses Jahr dürfte jedoch seine FC auf Atamano Taiso mit nur 400ern sein, die erste No-Mod-Full-Combo überhaupt. Auch auf schnellen Maps gab es dieses Jahr äußerst beeindruckende Plays von ihm. So hat er beispielsweise die Afterlife Diff von Forgotten und die Insane Diff von 115 mit Double Time FC't. All diese Skills zusammen machen Nelul zu einem hervorragenden Spieler, der natürlich in diesem Video nicht fehlen darf. Due to his versatility, Nelliel is a very good tournament player as well. He's quite good when it comes to hard rock and is also very proficient on stream heavy or speedy nomad picks. While he might not have the best accuracy, his combo game is on point, and when he gets early misses on a map, he easily bounces back and plays through the map without tilting. This made him a reliable player in the German team of the OS World Cup for years now, and additionally the winner of the GST 2017 by a clear margin. Also not neglecting his PP ranking, consistently staying in the top 100, Nelliel really deserves this number 3 spot. Imagak oder für die 200 IQ-Spieler unter uns auch Kagami ist schon seit gefühlten Jahrhunderten ganz weit oben im Ranking. Er ist zwar keiner der DT-Boys, so langsam wie er ist, selbst Dustis vor 6 Jahren hatte mehr Speed als er heutzutage, und dazu kommt, dass er wenn überhaupt vielleicht zweimal im Jahr PP macht. Aber wenn das Wunder aber geschieht, dann gibt's natürlich genug PP für die ganze Familie. Bis dahin ist er aber schon in die unendlichen Weiten des Rankings decayed. Mal abgesehen davon macht er aber alles wieder wett mit seinem geschmeidigen Aim, seiner Erfahrung und Consistency in Tournaments, was ihn zu einem der Stammspieler für das deutsche Team macht. Alles in allem hat er sich den Platz ganz oben wie immer verdient, und das zeigt er auch jedes Jahr aufs Neue. Having Kagami at such high ranking on this top is definitely not a big surprise. His performance for the German team on the OS World Cup for the past few years is more than enough proof to show not only how talented he is, but also how consistent he has been throughout the years. His great accuracy, alongside an amazing dominance over the hard rock mode, makes him one of the best players in the world and a key member for the German roster. Congratulations for this number 2 spot in this top, you definitely deserve it.
Dust Ice ist jetzt schon seit dem Jahr 2012 vorn an der Spitze Deutschlands mit dabei. Und das liegt nicht daran, dass sich in Deutschland niemand verbessert hätte. Nee, ganz im Gegenteil. Deutschland ist eins der kompetitivsten Länder in OSU und gerade das macht Dust Ices Skill zu etwas Besonderem. Seien es Maps mit hoher Approach Rate und irrwitzig schnellen Streams, unglaublich schnellen Singles oder Patterns mit Spacing bis zum Mond und zurück, er kann einfach alles verdammt gut spielen. Also kurzum, Dust Ice ist ein extrem vielseitiger Spieler, der in fast allen Aspekten ganz oben mit dabei ist. Und genau das macht ihn schlussendlich zur deutschen Nummer 1 in 2017. To add on to what Tom has just mentioned, you can really see how flexible Dust Ice can be if you look at his tournament performance in 2017, winning 3 major tournaments while having top scores on many different types of maps. You can also see how well he played in the OWC, bringing the country to a top 6 finish. On top of all of this, you can see a great demonstration of his speed by looking at the numerous top players he's set this year, such as Remote Control and Uta. All of these things combined are why Dust Ice is the best German player of 2017.